Cannabisblüten sind die einzige Medizin, die meine chronischen Schmerzen auf ein erträgliches Maß senken können. Ohne Cannabisblüten bin ich nicht mehr lebensfähig. Rüdiger Kloß-Neumann, 20.04.2015. Jeder von uns kann jederzeit schwer oder sogar unheilbar erkranken. Auch Sie kann es treffen. Diese Videobotschaft ist adressiert an den Deutschen Bundestag, zur Enden Frau Merkel, sowie an den Bundesminister für Gesundheit, zu Enden Hermann Gröhe. Sehr geehrte Frau Merkel, Herr Gröhe und ganz wichtig, sehr verehrte Zuschauer. Es fällt mir sehr schwer, dieses Video zu veröffentlichen. Keiner von uns gibt gerne zu, dass er schwer krank ist und macht das öffentlich im Internet bekannt. Als Familienvater bin ich mir meiner Verantwortung bewusst und möchte auch noch lange für meine Frau und Tochter da sein. Doch mein gesundheitlicher Zustand verschlechtert sich und ich benötige dringend eure Unterstützung. Mit Unterstützung meine ich eure Aufmerksamkeit und Verständnis. Bitte schickt mir keine Sache- oder Geldspenden. Mein Name ist Rüdiger Kloß-Neumann. Ich bin 40 Jahre jung, verheiratet und Familienvater. Seit 20 Jahren leide ich unter Clusterkopfschmerzen, seit 5 Monaten chronisch. Als Palliativpatient bin ich täglich auf die medizinische Versorgung mit Cannabisblüten angewiesen. Dazu habe ich von der Bundesopiumstelle eine Erlaubnis nach § 3 Absatz 2 des Betäubungsmittelgesetzes und Zugang zu medizinischen Cannabisblüten aus der Apotheke erhalten. Auf Nachfrage bei meiner Gesundheitskasse nach Kostenübernahme der Cannabistherapie bekam ich eine Ablehnung durch den medizinischen Dienst der Krankenkassen zugestellt. Obwohl ich sagen muss, mir gegenüber waren alle Mitarbeiter meiner Gesundheitskasse sehr verständnisvoll und hilfsbereit. Dennoch kann meine Gesundheitskasse aufgrund der aktuell gesetzlichen Regelung nicht meine Therapiekosten von derzeit monatlich 1.500 € übernehmen. Somit befinde ich mich weiterhin im medizinischen Cannabis-Notstand, da weder meine Familie noch ich die monatlichen Kosten aufbringen können. Auch wenn die Regierung bereits an einer Gesetzesänderung arbeitet, ist sofortiges Handeln erforderlich. Es darf nicht sein, dass über 380 Cannabispatienten mit Erlaubnis zum Erwerb von Cannabisblüten in der Apotheke aufgrund mangelnder Kostenübernahme und ständigen Lieferengpässen keinen gesicherten Zugang zu ihrer Cannabismedizin erhalten, weil unsere Regierung nicht zeitnah handlungsfähig ist. Für mich persönlich sind Cannabisblüten lebensnotwendig. Ohne sie muss ich bis zu 8-mal am Tag um mein Leben kämpfen. Ich möchte vermeiden, dass mir ein ähnliches Schicksal wie Cannabispatient Robert Strauß erspart bleibt. Robert Strauß verstarb im Januar 2015, weil er keinen Zugang mehr zu seiner Cannabismedizin hatte. Bisher konnte ich mich diesen Monat nur mit 5 Gramm Cannabisblüten aus der Apotheke für 125 € gerade mal 2 Tage medizinisch versorgen. Frau Merkel, Herr Gröhe, ich muss Sie persönlich zur Verantwortung ziehen, dafür Sorge zu tragen, dass zum einen die medizinische Versorgung mit Medizinalhanfblüten in Deutschland zu jeder Zeit gewährleistet ist und zum anderen die Kosten von den Kassen erstattet werden können. Geben Sie den Menschen wieder Hoffnung auf ein schmerzerträgliches Leben, um noch Zeit mit ihren Familien verbringen zu können. Nachweislich möchte ich Sie darauf hinweisen, dass es in den vergangenen Monaten zu mehrwöchigen Lieferschwierigkeiten gekommen ist. Das ist für schwerkranke Menschen und Angehörige nicht länger ertragbar. Vielleicht kann ich zur Lösung bezüglich Cannabisverfügbarkeit beitragen und schlage vor, bei Lieferschwierigkeiten auf die Asservatenkammern unserer Polizeibehörden zurückzugreifen.
Die Cannabisbestände wurden ja bereits auf ihre THC-CBD-Werte und sicherlich auch Verunreinigungen wie zum Beispiel Pestizide getestet. Eine bekannte Notwendigkeit zwecks Strafmaßerhebung. Die Cannabisblüten könnten vom Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte verwaltet und an die bereits registrierten Apotheken geliefert werden. Weiterhin würde sich das Cannabisblütensortenangebot vergrößern, mit denen medizinische Indikationen optimal behandelt werden können, was derzeit auf 4 verschiedene Cannabisblütensorten in der Apotheke begrenzt ist. Damit ersparen Sie dem Steuerzahler die Kosten für die Vernichtung und fügen die Cannabisblüten einem guten Zweck zu. Die Machbarkeit dessen ist sicherlich gegeben, denn das Anbauzubehör aus der Asservatenkammern wird ja auch bereits zeitgemäß online von Zoll- und Polizeibehörden frei zum Verkauf angeboten. Ein Reflektor ohne Leuchtmittel, der im Laden ungefähr 20 Euro kostet, gibt es beim Zoll schon für schlappe 11 Euro. Beim Vorschaltgerät für die Pflanzenlampe, Ladenpreis 50 Euro, liegt das Startgebot bei 19 Euro. Genauso wie bei der Lampe für die dicken Blüten, Ladenpreis 40 Euro. Auch Lüfter, Blumentöpfe oder Ventilatoren, die einst der illegalen Aufzucht gedient haben können, so als Schnäppchen wieder zu ihrer Bestimmung zugeführt werden. Die Auktion kann, ganz wie im Online-Grow-Shop, über einen anonymen Account abgewickelt werden. Nach Zahlungseingang wird die Ware versandt. Eigentlich werden solche Natriumdampf-Leuchtmittel in Deutschland offiziell zur Straßenbeleuchtung oder zum Erhellen großer Hallen eingesetzt. Beim Zoll heißt das gute Stück offen und ehrlich Blütelampe. Es darf einfach nicht mehr zur Tagesordnung gehören, dass schwerkranke Cannabispatienten keinen Zugang zu ihrer Cannabisblütenmedizin in Deutschland erhalten. Das muss jetzt ein Ende finden. Frau Dr. Merkel und Herr Gröhe, in diesem Sinne hoffe ich für alle Patienten auf Ihre sehr zeitnahe Unterstützung, die helfen wird, unsere Cannabisblütenmedizin sichergestellt zu erhalten. Es ist äußerst bedauerlich, dass man sich als schwerkranker Mensch in die Öffentlichkeit stellen muss, um sein Recht einzufordern. Liebe Zuschauer, abschließend möchte ich jeden persönlich ansprechen, dieses Video mit einem Like zu versehen und auf allen möglichen Plattformen im Internet zu verteilen. Denn jedes Like, Kommentar und Teilen ist wie ein Aufschrei. Lasst uns bitte gemeinsam unsere digitalen Stimmen erheben und teilt dieses Video, bis es in allen Medien zu sehen ist. Nur wenn das öffentliche Interesse groß genug ist, kann sich zeitnah etwas verändern und die Menschen zum Umdenken bewegen. Auch im Namen meiner Familie danken wir euch für die hoffentlich zahlreiche Unterstützung. Vielen Dank fürs Zuschauen.